Hallo meine Freunde, hola Madridistas, dieses Real Madrid macht Spaß. Dieses Real Madrid lässt uns montags morgens mit einem Lächeln in die Woche starten und gibt uns ein Kribbeln im Bauch, eine Vorfreude schon die ganze Woche auf das nächste Spiel. In diesem Fall wird es ein sehr schweres Spiel, ein Derby. Am Samstag um 3:45 treffen die Königlichen auf Atletico Madrid. Doch dieser Erfolg von Real Madrid ist kein Zufall. Wir unterhalten uns heute in dem Video über die Geheimnisse von Xabi Alonso. Welche Hebel hat er in Bewegung gesetzt? Auf welche Spieler setzt er? Was ist seine Taktik? Und in diesem Zuge habe ich mir Statistiken für euch herausgesucht. Ich habe eine tolle Statistik zu Álvaro Carreras. Ich habe eine tolle Statistik zu Kylian Mbappé. Aber dann habe ich zwei Statistiken gefunden, die selbst mich, und ich glaube, ich bin mit der größte Arda Güler-Fan, den es gibt, selbst mich haben diese Statistiken des Türken überrascht. Und ich bin gespannt, was die Hater von Arda Güler zu diesen Statistiken sagen werden. Also, viel Spaß beim Video. 7 Spiele, 7 Siege, 6 davon in der spanischen Liga, Spitzenreiter in diesem Wettbewerb. Ja, schauen wir uns auch mal direkt die Tabelle an. Wie ihr seht, ganz oben mit 18 Punkten Real Madrid. Der FC Barcelona zurzeit mit 13 Punkten, allerdings ein Spiel weniger. Heute Abend spielen die Katalanen in Oviedo. Sind wir mal gespannt, ob Real Madrid genug Druck ausgeübt hat. Gestern hätte es schon fast geklappt. Atletico Madrid quält sich zu einem 3:2 Sieg zu Hause gegen Rayo Vallecano mit einem tollen Julián Álvarez, der einen Hattrick gemacht hat. Allerdings muss man auch sagen, das VAR hätte 2 Spieler von Atletico Madrid vom Platz schicken müssen. Allerdings wäre die Konsequenz gewesen, dass beide im Derby gefehlt hätten. Ich weiß nicht, ob La Liga da so ein Interesse dran hat, dass die Spieler im Derby fehlen. Zum einen Koke schmeißt den Torwart, greift ihn an den Hals, schmeißt ihn um. In der anderen Aktion wurde Llorente, einer der wohl wichtigsten Spieler zurzeit bei Atletico Madrid, muss ich zugeben, 10, 15 Sekunden gehalten. Das ist frustrierend. Der Schiedsrichter hat das Spiel weiterlaufen lassen. Irgendwann befreit er sich, schlägt nach hinten aus, trifft den Gegner. So frustrierend es ist, hätte es eigentlich eine rote Karte geben müssen. Naja, wie dem auch sei, Atletico Madrid gewinnt mit 3:2 und hat inzwischen nur noch 9 Punkte Rückstand auf Real Madrid. Sollten wir das Derby also gewinnen, könnten wir mit 12 Punkten davonziehen. Und das wäre im Meisterschaftsrennen, und das sage ich am 7. Spieltag, schon eine kleine Vorentscheidung. Ich glaube, es wird schwer sein, Real Madrid 12 Punkte diese Saison einzuholen, wenn man sieht, was Real Madrid für einen Fußball spielt. Wie gesagt, Real Madrid hat ein neues Leben in sich. Seit Xabi Alonso Trainer ist, sehen wir nicht mehr den lethargischen, langweiligen, immer gleichen Fußball von Carlo Ancelotti. Nein, wir sehen eine frische Mannschaft, die hochpresst, die aggressiv ist, die Bock hat, die flexibel ist. Ich bin unserem Trainer einfach nur dankbar. Ja, und bevor wir jetzt richtig mit dem Video starten, wen ich auch extrem dankbar bin, ist der Firma, die mir als erstes eine Chance gegeben hat. Die Firma, die diesen Kanal unterstützt hat, und da rede ich natürlich von Holy. Ja, wenn ihr diesen Kanal und mich unterstützen wollt und wenn ihr für euch was Gutes tun wollt, etwas trinken, ohne Zucker, ohne den ganzen Mist, dann kann ich euch Holy empfehlen. Und da ist es auch egal, ob ihr Hydration wollt, ob ihr Energy wollt, ob ihr einen Shake wollt, hier. Alles ohne Zucker, ohne den ganzen Müll, aber mit einem tollen Geschmack. Für mich war es eine Riesenhilfe. Ihr seht es mir vielleicht am Gesicht. Ich habe schon einige Kilos verloren. Holy hat mir dabei unglaublich geholfen. Ich bin halt ein Typ, ich kann nicht den ganzen Tag nur Wasser trinken. Ich brauche Geschmack. Und wenn ihr Geschmack haben wollt und nicht wissen wollt, was nehme ich denn bei Holy? Die haben ein unglaublich tolles Starterpaket. Da gibt es ganz viele verschiedene Geschmäcker.
In allen Varianten, sei es Eistee, sei es Hydration, sei es Energy etc. Probiert euch da mal durch und benutzt vor allem meinen Code, denn der Code, der erspart euch direkt bares Geld. Solltet ihr Neukunde bei Holy werden, gebt ein A la Madrid 5, dann kriegt ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung. Wenn ihr schon ein alter Hase seid und schon bei Holy bestellt habt, tragt einfach nur ein A la Madrid 10% auf jede Bestellung und ihr unterstützt natürlich auch mich. Ja, wie gesagt, ich bin Holy sehr dankbar. Ja, wem ich auch dankbar bin, ist natürlich einem Xabi Alonso und da hat der Marca einen unglaublich tollen Artikel zugeschrieben. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Xabi Alonso, Agent 007. Der Trainer von Real Madrid hat mit einem zu-0-Spiel einen perfekten Saisonstart hingelegt. Real Madrids Saisonstart könnte durchaus eine geheime Operation sein. 7 Spiele, 0 Niederlagen, 0 Unentschieden und 7 Siege. Daher also die 007. Ein Start oder erster Block, wie der Trainer ihn nennt, der die Handschrift von Xabi Alonso trägt. Eine Lizenz zum Siegen. Wie in einem James-Bond-Film kamen und gingen die Gegner wie Nebenbösewichte. Osasuna, Espanyol, Levante und Real Sociedad versuchten alle Madrid zu stoppen, wurden aber am Ende mit der gleichen Kaltblütigkeit neutralisiert. In jedem Duell setzte sich Xabis Plan mit Leichtigkeit und geschickt durch. Als wäre das Drehbuch schon geschrieben, bevor der Ball überhaupt rollt. 7 Kapitel mit identischem Ausgang und einer der wichtigsten Missionen der Saison: das Derby im Metropolitano. Bei jeder Geheimdienstoperation gibt es eine tödliche Waffe und für Xabi ist es Kylian Mbappé. Der Franzose hat sich einer neuen Herausforderung gestellt, indem er die Bürde des Toreschießens für Real Madrid auf seine Schultern genommen hat. Verheerend im Strafraum, verheerend gegen jeden Verteidiger und präzise aus Elfmetern. Jede Leistung des Franzosen kann 3 Punkte zum Konto hinzufügen. Sein jüngster Treffer, der Panenka gegen Ryan, ist seins. Er hat bereits 9 Tore erzielt und ist auf dem besten Weg, seine erste Saison als Spieler von Real Madrid zu gewinnen, seine erste Liga zu gewinnen. Ja, bevor wir den Artikel weiterlesen, glaube ich, passt hier eine Statistik rein, die ich euch jetzt mal einblende. Was ihr da seht, sind die Torbeteiligungen in La Liga seit letzter Saison. Letzte Saison, wo Real Madrid Katastrophe war, wo Barcelona Europa verzaubert hat, wo Rafinha und Lamine Yamal und Pedri alle den Ballon d'Or gewinnen müssten, theoretisch, so wenn man die Presse vertraut, die haben den Fußball neu geschrieben, Real Madrid kann kaum gerade auslaufen. Ja, und wenn du dir dann die Statistik ansiehst und ganz oben mit großem Abstand Kylian Mbappé, der 3 Monate keinen Fußball gespielt hat, danach war der auch noch verletzt. Schaut es euch an, 42 Torbeteiligungen. Ich sag immer wieder, in Spanien gibt es das Sprichwort Dato mata relato, Daten töten Geschichten oder töten Märchen. Diese Daten, die ihr seht, diese Statistiken töten einige Märchen. Auf Platz 2 Rafinha, Robert Lewandowski, Budimir und dann schaut es euch mal an auf Platz 5 und 6. Dieser Lamine Yamal, der beste Fußballer der Welt, der wie Messi und Cristiano Ronaldo auf einer Ebene mit denen ist. 26 Torbeteiligungen in La Liga. Und Vini Junior, der kaum gerade auslaufen kann, der nicht mal in der 2. Liga irgendwo Fuß fassen könnte, den Real Madrid so schnell wie möglich verkaufen muss. Eine Torbeteiligung dahinter. Also, wie gesagt, wenn es Daten gibt, die Märchen zerstören, lasst euch nicht immer von den Medien so aufhetzen, schaut euch die Daten an und eins ist klar, Kylian Mbappé hat letzte Saison lange nicht so gut gestartet wie diese Saison. Ich bin gespannt, wie diese Statistik am Ende dieser Saison aussehen wird, wenn Madrid endlich mal auf dem Niveau ist, was wir Madridistas sehen wollen. Bin ich mal gespannt, wie groß die Gap ist, ob nächstes Jahr dann alle verlangen, dass ein Mbappé, ein Arda Güler und ein Vinicius den Ballon d'Or gewinnen müssen. Naja, wie gesagt, lesen wir uns den Artikel mal weiter. Das war die erste Statistik. Im Bond-Universum gibt es immer ein Labor, in dem Geräte optimiert werden, bevor sie zum Einsatz kommen. In Xabi Madrid ist dieser Raum das Mittelfeld. Dort verteilt er die Spielzeit geschickt, gibt Güler eine neue Rolle und Tchouaméni mehr Ehre. Außerdem reaktiviert er Camavinga und Bellingham nach ihren Verletzungen schnell und gibt jedem Spieler neuen Schwung, ohne den Rhythmus zu verlieren. Das ist der Schlüssel für den in Tolosa geborenen Trainer.
alle in einer Dynamik zu halten, bei der vor allem Engagement gefragt ist. Ja, das ist auch ein Punkt, den ich bei Xabi Alonso immer besonders hervorhebe, die Rotation, die er macht. Ich glaube, jetzt wiederhole ich mich, unter Carlo Ancelotti haben wir genau diese Rotation verlangt, die wir jetzt bekommen. Ein Tchouaméni, der bis jetzt jedes Spiel gemacht hatte, durfte gegen Levante 70 Minuten auf der Bank sein. Ein Dani Carvajal musste gar nicht spielen, ein Militao auch gar nicht. Ein Dani Ceballos kommt in dieses System rein und spielt wahrscheinlich eines der besten Spiele für ihn der letzten Jahre. Also ein tolles Spiel. Wie gesagt, das System Xabi Alonso funktioniert. Jeder Spieler fühlt sich wichtig. Jeder ist in der Dynamik. Jeder macht dieses intensive Training mit, Tag für Tag unter Xabi Alonso, wo der von der Außenlinie reinschreit, dass die Spieler ja Vollgas geben. Was bedeutet, wenn am Samstag oder Dienstag oder wann auch immer ein Levante wartet, ein Real Sociedad, was auch immer, sind die Spieler auf Betriebstemperatur. Lesen wir mal weiter. Aus diesem Einsatz erwächst Druck. Für Xabi ist er ein unverzichtbares Element und in der Defensive zum Markenzeichen der Mannschaft geworden. Ohne Ballbesitz gibt es keine Zugeständnisse. Jeder trägt seinen Teil bei, angefangen bei Mbappé und Vinicius bis hin zu den Mittelfeldspielern. Es geht nicht nur darum, sich schnell zu erholen, sondern auch darum, während des gesamten Spiels die Initiative zu behalten und den kollektiven Einsatz aufrechtzuerhalten, der den 100%igen Sieg der Mannschaft erklärt. Ja, wie gesagt, einer der Hauptbestandteile war davor auch im Abseits zu lesen. Das Engagement ist das Wichtigste. Jeder Spieler gibt Vollgas von der ersten bis zur 90. Minute. Und wenn zum Beispiel ein Arda Güler die ersten 5, 6 Spiele nach 60, 70 Minuten ausgewechselt worden musste, weil er nicht mehr konnte, ist das genau das richtige Prinzip. Du gibst alles, bis du nicht mehr kannst. Ein Tchouaméni kann ausgewechselt werden, ein Bellingham etc. Real Madrid hat genügend Spieler auf der Bank. Hauptsache, wir geben 90 Minuten Vollgas. Xabis Dossier enthält auch Neuzugänge. Junge Spieler, die bereits ihren ersten Einsatz im Bernabeu absolviert haben. Mastantuono, Hausen und Carreras waren Schlüsselspieler dieses Starts. Ein Zeichen des Vertrauens, das über das Potenzial jedes Einzelnen hinausgeht. Der Trainer führt sie mit Natürlichkeit und Regelmäßigkeit in die aktuelle Situation ein. Die beiden Verteidiger haben sich sofort angepasst und sich so einen Platz in der Startelf erkämpft. Ja, wie gesagt, wie oft haben wir im Laufe der letzten Jahre einen Arda Güler, einen Endrick etc. auf der Bank versauern sehen. Und dieses Jahr ist es unter Xabi Alonso komplett anders. Ein Franco Mastantuono kommt aus Argentinien mit 18, direkt Stammspieler. Ein Arda Güler, einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft. Ein Carrera, ein Dienhausen sind junge Kerle, trotzdem sofort Stammspieler und können natürlich ihr Potenzial entwickeln, wissen, der Trainer vertraut mir, ich kann auch mal ein Risiko eingehen, ohne dass ich danach wieder 6 Spiele auf der Bank bin. Also perfekt für diese junge Mannschaft, Xabi Alonso. Ich habe euch Statistiken versprochen und wenn wir schon mal über Álvaro Carreras reden oder wie ich ihn nenne, Álvaro Cabreras, schauen wir uns mal diese Statistik an. Álvaro Carreras ist von allen Außenverteidigern in den europäischen Top 5 Ligen der mit den meisten Ballgewinnen, der mit den meisten Ballkontakten, der mit den meisten kurzen Pässen und der mit den meisten Pässen im letzten Drittel. Ich sage es euch, Álvaro Carreras ist zurzeit der beste Außenverteidiger der Welt. Und diese 50 Millionen, die wir für ihn gezahlt haben, waren die beste Investition seit Jahren. Jetzt wissen wir wieder, wie es ist, mit so einem genialen Außenverteidiger zu spielen. Links hinten, nichts gegen einen Ferland Mendy oder einen Fran Garcia, aber ein Álvaro Carreras ist einfach auf einem anderen Niveau. Erinnert uns wieder an die Zeiten, wo Marcelo oder Roberto Carlos über links die Seite bearbeitet haben. Ja, lesen wir mal weiter. Mastantuono hingegen macht mit jedem Spiel Fortschritte. Der Argentinier gab im letzten Spiel sein Debüt als Torschütze für Real Madrid. Eine befreiende Hürde, die er in den vorherigen Spielen beinahe genommen hätte. Jetzt ist er durchgestartet und Xabis Selbstvertrauen und sein Ehrgeiz treiben ihn in eine spannende Phase für Real Madrid. Die Saison ist lang und der Weg zu den Titeln erfordert noch weitere Antworten. Doch Xabi Alonso's Madrid hat bereits etwas Wertvolleres als numerische Perfektion bewiesen. Bei Real Madrid gibt es einen erkennbaren, wachsenden Plan, der verspricht, seine Spieler auf das höchste Niveau zu bringen. Ja, das war der Artikel, den ich unglaublich interessant war, den ich mit euch teilen wollte. Und die Statistiken, die haben auch sehr gut reingepasst. Und ich habe extra die Statistiken aus dem Mittelfeld nicht gezeigt. Die wollte ich zum Ende des Videos zeigen, weil die für mich überragend waren. Ja, und zwar
Die Schlüsselspieler bei diesem Real Madrid bisher am Anfang der Saison, habe ich sehr oft gesagt, Kylian Mbappé und ein Arda Güler waren dieses tödliche Duo da vorne, die Chemie, die unglaublich an Cristiano Ronaldo und Mesut Özil erinnert in ihrer Prime. Da scheint etwas ganz Besonderes zusammenzuwachsen und das sage nicht nur ich, das sagen auch die Zahlen. Schauen wir uns mal an, wer in den Top 5 europäischen Ligen bisher die meisten Chancen herausgespielt hat. Wie ihr seht, fangen wir unten an mit einem Jack Grealish, mit 13 Bruno Fernandes, Kenan Yildiz, Greenwood, Exposito, Lo Celso, Lopez etc. Aber ganz oben, an Platz 2 und an Platz 1, dieses tödliche Duo, Kylian Mbappé und Arda Güler mit 18 und 20 Torchancen. Wie gesagt, es ist kein Zufall, dass Real Madrid gerade da steht, wo es steht. Es hängt natürlich mit Xabi Alonso zusammen, mit dem Selbstvertrauen, mit der Leistung, die er aus seinen Spielern herausholt. Die Zahlen von Kylian Mbappé und Arda Güler sind alleine an der Spitze in Europa. Aber bei dieser Statistik sind ja noch alle Zahlen relativ nah beieinander. Jetzt habe ich die Statistik, die mich, ganz ehrlich, ich habe die nicht geglaubt. Ich musste die zweimal überprüfen, aber die ist tatsächlich so. Und zwar den Wert, den ich euch jetzt zeige, der hört sich kompliziert an. X in PGA irgendwas. Aber was sagt dieser Wert aus? Das ist viel wichtiger. Wie viele Torchancen, also wie viele erwartete Assists, Vorlagen und erwartete Tore haben die Spieler in dieser Saison erarbeitet? Ganz einfach, welche Mittelfeldspieler, die Statistik geht um Mittelfeldspieler, erarbeiten für ihre Mannschaften die meisten Torchancen für sich selber, also die meisten erwarteten Tore, aber auch die meisten Vorlagen. Also welche Mittelfeldspieler sind die gefährlichsten in Europa? Und ich blende euch jetzt mal die Statistik ein und ich habe extra mal die ersten 3 nicht ausgeblendet, damit ihr nicht wisst, wer es ist. Aber wie ihr seht, der Unterschied zwischen Platz 16 und Platz 5, in dem Fall Dani Olmo, es gibt 2 dritte Plätze, werdet ihr gleich sehen, liegt bei 1,7 zu 2,1, also 0,4 Unterschied. Es ist alles sehr nah aneinander. Auf Platz 3 kommt mit 2,31, also schon ein kleiner Step aufwärts, ein Said von Lens und ein Bruno Fernandes von Manchester United. Die haben 2,31 pro Spiel erwartete Tore oder Vorlagen. Die Statistik ist krank. Jedes Spiel hat ein Bruno Fernandes über 2 ein Tor oder Vorlage erarbeitet. Das ist krank. Das ist unbezahlbar. Und jetzt schaut euch mal den zweiten Platz an, nämlich Nico Paz, der Argentinier, der Real Madrid noch zur Hälfte gehört, den wir nächstes Jahr für 10 Millionen zurückholen können, mit 2,4. Unglaublich, was der junge Argentinier in Italien in der Serie A gerade runterspielt. Wahnsinn. Ja. Und schaut euch mal die Differenz an zwischen dem 16. und dem 2. Tabellenplatz. 0,7. 2,4 bis runter zu 1,7. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr die Statistik, ob ich das in Worte fassen kann. Platz Nummer 1. Arda Güler mit 20 Jahren mit 3,54. Das ist mehr als doppelt so viel als der 16. Das ist ein Unterschied zu Nico Paz von 1,14 Tor oder Assist pro Spiel. Ich kann es nicht in Worte fassen. Diese Statistik, er ist mit Abstand Erster in Europa alleine. Da kommt erstmal lange nichts und dann kommt irgendwann Nico Paz, der bis Platz 16 sind sie alle relativ nah aneinander, aber alleine an der Spitze Arda Güler. Unglaublich. Also, ich habe nicht die Arda Güler Brille auf, weil ich, was auch immer, die Statistiken unterlegen das, was ich euch seit Jahren erzähle, was für ein Wunder dieser Fußballer ist. Und warum ein Xabi Alonso ihm diese Wichtigkeit schenkt. Glaubt ihr, ein Xabi Alonso denkt sich, ach, ich lasse Arda Güler mal spielen, mein Job ist mir nicht so wichtig, man wird mal nebenbei Trainer von Real Madrid. Xabi Alonso hat sein ganzes Leben auf diese Chance hingearbeitet. Und wenn sein Auserwählter oder einer seiner Auserwählten Arda Güler ist, hat das einen gewaltigen Grund. Und diesen Grund seht ihr in dieser Statistik.
Also, diese Statistik hat mich komplett vom Stuhl gehauen und ich bin gespannt, was ihr zu dieser Statistik zu sagen habt. Ich werde mir eure Kommentare durchlesen und ich bin auch mal gespannt, was die Arda Güler-Hater in den Kommentaren heute so schreiben. Ich reibe mir die Hände, die Statistik zeigt euch, dieser Junge ist die gefährlichste Mittelfeldwaffe in ganz Europa. Ja Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, unterstützt diesen Kanal mit einem Like, mit einem Follow. Hypen, hypen, hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.